Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ich grüße Sie herzlich. Heute möchte ich Ihnen eine Präsentation namens Der Nebel lichtet sich vorführen. Das ist eine Präsentation, die den Islam vorstellt als eine Religion, als eine Kultur und als eine ganze Lebensweise. Aber bevor ich mit dieser Präsentation anfange, möchte ich Sie mit einer Folie amüsieren und dann eine Frage stellen. Wissen Sie, wessen Bild das ist? Das ist das Bild von Cat Stevens. Das ist ein berühmter Popsänger. Er war sehr berühmt in den 70er und 80er Jahren. Und das Bild ist von Yvonne Ridley. Das ist eine britische Journalistin. Das nächste Bild ist von Joseph Estes. Das ist ein früherer christlicher Minister. Und das Bild ist von Dr. Maurice Bucaille. Das ist ein französischer Wissenschaftler. Dieses Bild ist von Mario Siliogia, das ist ein italienischer Botschafter. Und dieses Bild ist von Dr. Murat Hoffmann, das ist ein deutscher Botschafter. Dieses Bild ist von Lord Headley, das ist ein britischer Staatsmann und der Herausgeber von Salisbury Times zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das ist General Charles Buchanan, das ist der Neffe des früheren US-Präsidenten James Buchanan. Und dieses Bild ist von Peter Sanders, das ist ein berühmter britischer Fotograf. Dieses Bild ist von Dr. Jeffrey Lang, das ist ein bekannter Mathematiker und Wissenschaftler und Professor bei Kansas-Universität. Und er hat auch berühmte Bücher geschrieben, wie Even Angels Ask. Dieses Bild ist von dem berühmten Boxer Muhammad Ali. Ich denke, Sie kennen ihn vielleicht. Und dieses Bild ist von Knut Hombo. Das ist ein dänischer Journalist, der von den Faschisten im Jahr 1931 umgebracht worden ist, weil er freie Meinungsäußerung ausgeübt hat. Nun die Frage: Was ist gemeinsam bei allen? Sie sind nicht alle Europäer, einige sind Amerikaner. Und sie sind auch nicht alle Männer, es gibt eine Frau. Was ist da gemeinsam? Sie sind alle Muslime. Und die richtige Frage ist, warum würden berühmte Leute wie diese Leute und westliche Intellektuelle, warum würden sie den Islam annehmen? Das ist die Frage, die Sie am Ende dieser Präsentation beantworten sollten.